1750 wird bei der Kaninchenjagd in der Nähe von Leuna, südlich von Halle, genauer gesagt im Ortsteil Göhlitz, eine steinerne Grabkammer entdeckt. Die haben wir hier vor uns. Und diese Grabkammer ist von Haus aus sofort den Menschen aufgefallen. Sie wussten, das ist etwas ganz Besonderes. Deshalb hat man den Stiftsbaumeister Moritz Ehrenreich Hoppenstedt gebeten, die Grabkammer aufzunehmen. Und 1750 hat er eine Dokumentation geschaffen, die bis heute absolut vorbildlich ist. Wir würden heute das Grab kaum besser aufnehmen. Mit hervorragender Zeichenkunst wurde das Grab gezeichnet und vermessen, sodass es in seinen Dimensionen auf uns gekommen ist. Das Grab befindet sich heute, zumindest die Reste des Grabes, die Steinblöcke hier, die Sandsteinblöcke befinden sich im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle und sie zeigen uns ein ganz ungewöhnliches Bildwerk, das wir so aus unseren Gräbern nicht kennen. Wir sehen hier Muster, die teppichartige Strukturen ergeben, ganz rätselhaft. Und offenbar handelt es sich tatsächlich um die idealisierte Darstellung von Wandteppichen. Und Sie sehen, dass die noch rot gefärbt sind. Die waren also offenbar in der Antike tatsächlich gefärbt. Hier sehen wir völlig unschwer einen Köcher mit 6 Pfeilen. Und hier sehen wir einen Bogen, und zwar was ganz Interessantes, einen entspannten Reflex- oder Halbreflexbogen. Das heißt also einen Bogen, wie er eigentlich von Reiterkriegern bis zu den Mongolen, Hunnen und so weiter benutzt wird. Wir sehen weitere Elemente der Grabkammer, die alle diese teppichartigen Muster zeigen. Da gibt es dann so spezifische Muster, so trommelartig, wo man da an Trommeln dachte oder möglicherweise an einen Schild. Ich glaube eher, dass es sich hier um einen Schild handelt, was ganz gut zu diesem Kriegergrab passen würde. Und ganz spannend sehen wir hier in dem letzten dieser Steine sehen wir eine Axt, und zwar eine Streitaxt. Und diese Streitaxt passt auch an das Ende des Neolithikums. Die Kollegen haben früher das Grab immer in die Bernburger Kultur datiert, also so 3100 bis 2700, 800 vor Christus. Ich selbst würde sagen, es kann auch gut sein, dass dieses Grab etwas jünger ist, vielleicht 2800 bis 2500, und dass es in die Schnurkeramik gehört. Das würde deshalb gut passen, weil wir in Kladi im Kaukasus ähnliche Gräber haben, die solche Darstellungen zeigen, die eine gute Parallele sind. Und weil zudem auf dem Grabboden eine schnurkeramische Amphore und eine schnurkeramische Axt gefunden wurde. Das hat man für Nachbestattungen gehalten. Das gibt es öfters, dass die Schnurkeramiker in älteren Hügeln nachbestatten. Ich würde aber den Befund mal ernst nehmen und sagen, es handelt sich hier möglicherweise um eine Bestattung von jemandem, der aus der Steppe kommt. Und heute wissen wir genetisch, dass die Schnurkeramiker tatsächlich aus der Steppe kommen, dass es sich um eine neue, relativ fremde Bevölkerung handelt, die die hiesige Bevölkerung überschichtet. Und warum sollen die nicht eine neu innovative Grabsitte mitbringen? Das würde dann gleichsam am Beginn der Schnurkeramik um 2800, 2009 oder 2700 vor Christus stehen, und diese Ausstattung wie eine Jurte praktisch mit steppennomadischen Elementen und mit diesen Teppichen an der Wand würde hier sehr, sehr gut passen. Auch die Bogenwaffe, die man vom Pferd abfeuern kann. Wir wissen zwar noch nicht sicher, ob diese Steppenkrieger Pferde hatten, das wissen wir erst in der darauffolgenden Steppenkultur der Glockenbecherzeit, aber es ist aus verschiedenen Gründen anzunehmen. Der Köcher ist gedeckt, das heißt, er ist geschlossen, die Pfeile können nicht herausfallen, und wichtig ist auch, dass es sich um 6 Pfeile handelt, denn in der darauffolgenden Kultur, der Glockenbecherkultur, die aus der Steppe kommen, ist die Anzahl der Pfeile symbolisch sehr wichtig. 6 Pfeile kennzeichnen immer einen Anführer. Es kann sein, dass in der Schnurkeramik das auch so ist, da werden die Pfeile normalerweise nicht in die Gräber mitgegeben, aber symbolisch hier dargestellt. Also eine Grabkammer, früh entdeckt, gut dokumentiert, Gott sei Dank auf uns überkommen, die uns diesen gewaltigen Impact der Steppenkrieger des frühen 3. Jahrtausends zeigt,
den wir in zahllosen Gräbern belegt haben. Wir werden das ja in Eulau sehen. Dort sehen wir schnurkeramische Krieger, die mit einheimischen Frauen zusammen sozusagen eine neue Generation gründen. Das alles ist genetisch wunderbar belegt und zeigt, dass die Völker Europas und die Gruppen mobil waren und dass es sozusagen lange Zeit keinen Stillstand gab, sondern dass es eine große Mobilität gab von Menschen quer durch unseren Kontinent.